Der Stuhl unterm Hintern wackelt. Das könnte sein, der bricht gleich zusammen. Naja, wie man das repariert, zeige ich euch. So sieht es dann aus, wenn der Stuhl hin und her wackelt. Und das gilt es natürlich zu beheben. Also legen wir den andersrum auf den Tisch und drücken ihn ein bisschen auseinander an den Stellen, wo er bereits aus dem Leim geht. Dort füllen wir dann Leim ein. Damit der Leim gut dazwischen kommt, nehmen wir einfach einen Zahnstocher oder ein Streichholz und bestreichen so viel Fläche, wie wir irgendwie hinbekommen mit dem Leim, damit wir hier vollflächig die Verleimung vornehmen können. Und natürlich auch auf der anderen Seite, wenn dort auch festzustellen ist, dass das Ganze etwas aus dem Leim geht. Wenn wir damit fertig sind, dann müssen wir das Ganze natürlich noch zusammenklemmen, damit der Leim beim Trocknen auch ordentlich unter Druck gesetzt wird. Damit der Stuhl nicht beschädigt wird, spannen wir rechts und links einfach irgendein Hölzchen ein, das den Druck besser auf den Stuhl verteilt. Und dann die Schraubzwinge sachte genau an der Stelle anziehen, an der natürlich auch das Querholz dahinter ist, damit man nicht die Füße noch abbricht. Dann einfach den herausgequollenen Leim abwischen. Bevor er hart wird, ist das noch ganz einfach. Und alles, was dann noch an Leim zu sehen ist, also der ganze weiße Rest, trocknet durchsichtig aus. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Wenn man das Ganze dann am besten über Nacht hat trocknen lassen, dann kann man am nächsten Tag die Schraubzwinge entfernen und der Stuhl ist wieder stabil und man hat wieder lange Freude dran und muss sich keine Sorgen machen, dass er unter einem zusammenbricht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut doch auch mal in meine anderen Videos und abonniert den Kanal. Dann bekommt ihr immer gleich mit, wenn ich was Neues online stelle.